Herzlich willkommen bei BeiDAS. Ihr besitzt einen 3D-Drucker und euer Filament lag viel zu lange ungeschützt draußen rum, dann hat das Filament sehr wahrscheinlich Wasser aus der Umgebungsluft aufgenommen, wodurch eure Druckqualität darunter leidet. Abhilfe schafft ein Filamenttrockner, zum Beispiel dieser hier, der iBoss Cyclops. Ich zeige euch, wie gut das Teil ist und wie ich Lüfter, Rollen und Luftstrom des Trockners optimiert habe. Beginnen möchte ich mit dem kompakten und sehr einfach gehaltenen Design. In der Mitte unter den Lüftungsschlitzen versteckt befinden sich Heizelement und Lüfter. Von der anderen Seite unter dem Gehäuse sieht das so aus. Der Temperatursensor liegt neben den Lüftungsschlitzen. Es gibt 4 Rollen, auf denen 2 Filamentspulen mit jeweils maximal 8 cm Breite Platz finden. Auf den Rollen sind bewegbare Gummiringe platziert, um die Spulen in Spur zu halten. Die Bedienelemente sind vorne angebracht. Das Design wird mit einem transparenten Deckel abgerundet, der mit Löchern versehen ist, um bei Bedarf Filament durchzuführen und das verdunstete Wasser entweichen zu lassen. Im Deckel ist ein herausnehmbares Hygrometer integriert, das mit einer LR44 Batterie betrieben wird. Zudem ist ein Kunststoffrohr enthalten, das abgeschnitten und in die entsprechenden Öffnungen gesteckt wird. Dadurch kann Filament durchgeführt werden und während des Druckvorgangs trocknen. Das ist zum Beispiel interessant, falls man Nylon drücken möchte. Im beiliegenden Handbuch stehen empfohlene Trocknungstemperaturen für die entsprechenden Filamente drinnen. Schön wäre es, wenn man diese Empfehlungen direkt neben dem Bedienfeld platziert hätte, um sie immer im Blick zu haben. Eingeschaltet wird das Gerät über diese Taste. Mit dieser Taste gelangt man ins Temperaturmenü, wo Temperaturen über die Pfeiltasten bis maximal 70 Grad Celsius einstellbar sind. Über diese Taste lässt sich ein Timer einschalten, der minutengenau bis zu 24 Stunden ebenfalls über die Pfeiltasten einstellbar ist. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gerät innerhalb von 1 bis 2 Minuten automatisch aus. Um das Gerät zu testen, habe ich eine 710,4 Gramm schwere PLA-Filamentspule, die schon länger draußen rumlag, als Testobjekt verwendet. Bei 50 Grad Celsius konnte ich innerhalb von 4 Stunden eine Gewichtsabnahme um ca. 0,5 Gramm feststellen. Das bedeutet, das Filament hat Wasser verloren und die Grundfunktion des Geräts, das Trocknen vom Filament, ist gegeben. Der Stromverbrauch lag dabei im Durchschnitt bei ca. 50 Wattstunden. Ungünstig ist, dass der Luftstrom auf den unteren Bereich der Spule trifft. Dadurch wird die Spule ungleichmäßig aufgeheizt. Deshalb habe ich aus Alufolie eine nicht schöne, aber einfache Optimierung durchgeführt. So strömt die Luft nicht direkt auf die Spule, sondern sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung. Jetzt möchte ich auf die Geräuschentwicklung eingehen. Um die Temperatur zu regeln, werden Heizelement und Lüfter ca. alle 40 Sekunden ein- und ausgeschaltet, was so klingt. Das Ein- und Ausschalten kann ich leider nicht beeinflussen. Dennoch möchte ich wenigstens die Lüftergeräusche minimieren, die ich als zu laut empfinde. Deshalb habe ich den originalen Lüfter durch einen Noctur NF-A6X 2.5 5V Lüfter ersetzt. Dieser ist 10 mm größer und steht dadurch auf der Unterseite etwas hervor, was aber nicht schlimm ist. Der Einbau war unkompliziert, da das Gerät sehr einfach aufgebaut ist und durch Lösen von nur 4 Schrauben sich öffnen lässt. Falls ihr diesen Noctur-Lüfter ebenfalls einbauen möchtet, braucht ihr neue 35 mm lange Schrauben, zum Beispiel diese von Heco. Da der Noctur-Lüfter einen anderen Anschluss hat, müsst ihr außerdem den mitgelieferten Adapter mit dem originalen Lüfterkabel verbinden. Dafür opfert ihr das originale Lüfterkabel oder kauft euch einen Ersatz. Dann verbindet ihr die Kabel mit den mitgelieferten Einzeladerklemmen. So sieht dann ein einsatzbereiter Noctur-Lüfter aus.
Im Betrieb klingt er so. Und der Originallüfter klingt im Vergleich so. Die Lautstärke wurde bei einem Abstand von 50 cm mit einer App gemessen. Für den Noctor-Lüfter wurden ca. 40 Dezibel und für den originalen Lüfter wurden ca. 45 Dezibel angezeigt. Damit ist der Noctor-Lüfter um ca. 5 Dezibel leiser und viel angenehmer für die Ohren. Um zu überprüfen, ob der Noctor-Lüfter keinen negativen Einfluss auf das Trocknen hat, habe ich für beide Lüfter einen 10-minütigen Trocknungstest mit feuchten Taschentüchern bei 50 Grad Celsius durchgeführt. Die Taschentücher wurden mit jeweils 20 Tropfen Wasser befeuchtet, was ca. 1,3 Gramm entspricht. Der Test hat gezeigt, dass beide Taschentücher jeweils ca. 0,4 Gramm Wasser verloren haben. Daraus schließe ich, dass der Noctor-Lüfter keinen negativen Einfluss auf das Trocknen hat, aber dafür deutlich leiser ist. Als letztes möchte ich auf die 4 Rollen eingehen. Diese sind lose auf Kugellagern gesteckt. Sie liegen unbefestigt auf diesen Flächen auf. Das ganze Konzept fand ich zu wackelig. Deshalb habe ich die 4 Rollen durch 2 längere Holzstäbe ausgetauscht. Dadurch passen zwar die Gummiringe nicht mehr drauf, die meiner Meinung nach aber nicht unbedingt notwendig sind. Außerdem habe ich die Auflagefläche mit doppelseitigem Klebeband versehen. Jetzt fliegen die Rollen nicht mehr so leicht raus. Ich hoffe nur, dass das Holz mit der Zeit sich nicht verbiegt. Alles in allem beherrscht der Filamenttrockner seine Hauptdisziplin, das Trocknen vom Filament. Das Gerät ist sehr einfach aufgebaut, so dass Reparaturen und Optimierungen mit geringem Zeitaufwand durchführbar sind. Leider ist das Gerät im Originalzustand laut und verursacht störende Geräusche. Ich konnte zumindest die Lüftergeräusche minimieren und hoffe, dass die Firma iBoss für seine zukünftigen Modelle entsprechende Verbesserungen durchführt. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Beidas und bis zum nächsten Mal.